Hallo liebe Modellautofreunde, gerade erst noch vorgestellt in meinem Nürnberger Video und jetzt schon hier live quasi zur Vorstellung bereit. Der neue Mercedes-Benz 600er Pullman als Landaulet-Version von der Firma CM10 1:18. So sieht die Verpackung von diesem Wagen aus. Im Lieferumfang enthalten ist hier diese Broschüre über die Features, die der Wagen hat. Auf 3 Sprachen, Deutsch, Chinesisch und Englisch natürlich. Und eine mehrseitige Betriebsanleitung bzw. Bedienungsanleitung, ja, wie man hier im Prinzip das ganze Modell benutzen kann. Und zusätzlich hier so ein kleiner Metallkoffer, wo man im Prinzip hier sehen kann, dass dort die Halterungen für die Felgen drin sind, bzw. für die Radkappen, die man abmachen kann. Natürlich ein Schraubendreher und die Standarten, ja, und noch Ersatzschrauben, 2 Stück. Und wir schauen uns den Wagen von vorne erstmal direkt an. Und wir sehen schon, ja, sehr imposantes Fahrzeug, ja, sehr detailliert, hier mit viel Chrom, der große Kühlergrill, ne, das Ding wurde ja nicht umsonst der große Mercedes genannt von Mercedes. Ja, hier oben mit dem massiven Stern drauf und diese großen, ja, langgezogenen Lichter. Und ich würde sagen, wir schauen uns gleich auch den Motorraum an. Und ihr könnt sehen, das ist natürlich extrem detailliert gemacht hier von CMC. Ja. Also das ist, sage ich mal, üblich für den Hersteller. Also hier sind wirklich sämtliche Details eigentlich gemacht worden. Unter anderem auch, wie ihr sehen könnt, der durchstochene Kühlergrill. Ja, also hier fantastisch umgesetzt worden. Kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Ist wirklich gut gemacht. Gefällt mir. Ja. Müsst ihr euch bei eurem, wenn ihr einen bestellt, natürlich selber mal entdecken, das Ganze. Schauen wir uns die Seite von diesem Fahrzeug an. Sehr elegante Linie, wie ihr sehen könnt. Mit viel Chrom. Ich meine, das Auto war nochmal on top den normalen Pullmans, ja, mit geschlossenem Dach. Und das ist halt nochmal die Luxusversion hier mit der Möglichkeit des Cabrio bzw. das Verdeck zu öffnen. Ja. Wie gesagt, hier die Seitenlinie sieht wirklich sehr, sehr elegant aus, mit viel Chrom an der Seite. Und wir können schon sehen, hier 3 Türen, die schauen wir uns aber natürlich später an. Schauen wir uns erst das Heck an. Ja, hier könnt ihr sehen, 600 steht drauf und das große Mercedes-Logo, auch wieder mit viel Chrom. Der Tankdeckel, den man übrigens öffnen kann, hier mit Handschuhen natürlich schlecht darstellbar. Die 2 Auspuffendrohre und wir schauen natürlich in den Kofferraum hinein. Und ihr könnt sehen, mit Teppichimitat ausgekleidet. Und hier kann man noch den Ersatzreifen hoffentlich begutachten. Ja, hier. Auch sehr schön gemacht. Kann man auch rausholen. Das mache ich jetzt nicht. Und hier können wir noch sehen, sind so 3 solche Teile. Das sind Gewichte. Ja, weil dieses Auto ja unglaublich schwer ist, beziehungsweise ja, wenn das Verdeck offen ist, die Masse ganz anders verteilt ist. Und deswegen kann man dort Gewichte zum Justieren, ja, entsprechend auffüllen. So, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den schönen Innenraum an. Ja? So, ich habe mir schon mal erlaubt, die Türen zu öffnen für euch. Und wir schauen uns natürlich jetzt erstmal den Innenraum an, bevor wir uns mit dem Verdeck beschäftigen. Hier, das ist der Fahrerbereich. Die Ledersitze, ja, die sind in diesem schönen, ja, hellgrau würde ich es nicht bezeichnen, auf jeden Fall helleres Grau. Passt auf jeden Fall sehr gut zu dem Farbkontrast meiner Meinung nach, mit dem hier schön dunkelblau. Und natürlich dem schönen Wurzelholz, ja, das man hier sehr gut erkennen kann. Ne? Hier im Fond mit den Sitzbänken, die man umklappen kann. Und hier natürlich die Trennscheibe für Privatsphäre. Ja, hier der große Raum, sag ich mal, wo man seine Füße ausbreiten kann. Wir schauen uns mal direkt den Beifahrerseitenbereich an. Hier kann man meiner Meinung nach ein bisschen besser erkennen, wie das Ganze von innen aussieht. Ist wirklich sehr schön gemacht, natürlich Boden beflockt. So muss das natürlich sein. Hier die Tür sieht sehr detailliert gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Hier die Mittelkonsole, hier mit dem schönen Holz, auch wirklich sehr luxuriös. Und wir beschäftigen uns jetzt natürlich mal mit dem Elefanten im Raum, und zwar mit dem Dach. Und zwar steht in der Anleitung, man soll das Dach beidseitig anheben. Ja, das ist übrigens hier aus Metall gefertigt. Ja, also hier die Sachen, die man sehen kann, die silber- oder chrommäßig glänzen, sind auch aus Metall. Und die Heckscheibe ist tatsächlich auch aus Glas gemacht. Ja. Darauf hat CMC auf jeden Fall Wert gelegt. Und wir öffnen jetzt mal das Ganze. Also ich hebe das Ganze an, ja, und klappe das zurück.
Ich hoffe, wir können schon mal sehen. Es gibt ein kleines Problem bei der ganzen Sache. Ich kann das Ganze hier zwar zurückklappen, aber nicht weiter runter. Die Scheibe scheint im Weg zu sein. Und das Problem ist, das scheint nicht nur bei mir so zu sein, sondern auch bei sämtlichen anderen Leuten. Ich habe mich ein bisschen umgehört und viele scheinen das Problem zu haben, dass ihr Dach nicht genug runter geht. Ja? Also hier, wie ihr sehen könnt, ja, das Ganze lässt sich leider nicht weiter runterklappen. Das ist so extremst hoch. Ja? Das ist etwas enttäuschend, sage ich mal. Also ich meine, CMC erstmal Hut ab, dass sie sich überhaupt daran reingetraut haben, dieses komplizierte Dach als Miniatur zu bauen. Keine Frage, ist wirklich sehr gut gemacht bis jetzt. Die Scharniere hier, das ist alles aus Metall. Das ist wirklich gut gemacht, ja. Also schaut euch das mal in Detail an. Also es ist wirklich sehr filigran. Und natürlich ist das schwer, aber wenn das dann bei den meisten Leuten oder bei vielen Leuten überhaupt nicht funktioniert, ist das natürlich wirklich sehr schade, ja. Also hier, schaut, das geht nicht. Ja? Und das darf eigentlich nicht sein, ja. Also hier, das Dach ist von innen schön mit Stoff, mit weißem, ja. Und der Oberfläche von dem Teil ist auch sehr realistisch nachgebaut, finde ich. Und hier fehlt, wie gesagt, also ich kann hier auf die Scheibe drücken, möchte es aber nicht kaputt machen, aber mehr geht das Ganze nicht runter, offenbar. Ja? Also da muss ich sagen, bin ich etwas enttäuscht. Ne? Andere Leute sind sogar sehr enttäuscht. Ne? Es ist klar, dass es sehr schwierig ist, aber ja, leider nicht so, wie es sein sollte. Jetzt schauen wir uns natürlich trotzdem noch den Innenraum an, denn es ist ja wie gesagt ein Landaulet. Und hier ist natürlich ja, alles sehr hell und offen und kommt natürlich extrem gut zur Geltung. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Also der Wagen als Gesamtpaket ist wirklich sehr sexy. Ne? Die verschiedensten Funktionen. Ich meine, ich habe ja schon einige Pullmänner vorgestellt, tatsächlich, die in meiner Sammlung sind. Link dazu in der Beschreibung oder natürlich im i. Schaut euch die gerne an, da rede ich auch etwas detaillierter zu dem Wagen. Wie gesagt, ich habe es schon jetzt 3-mal vorgestellt. Unter anderem auch den allerersten schwarzen gewonnen im Wettbewerb von CMC. Bin ich ganz schön stolz drauf, sag ich mal. Das war vor ein paar Jahren. Was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Ich würde eure Meinung gerne wissen. Habt ihr den Wagen selber? Und wenn ja, wenn ihr den habt, habt ihr auch das Problem? Also wie gesagt, viele Sammler haben diese Problematik mit dem Dach. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie das zugeht. Also, man klappt es im Prinzip wieder hoch. Ja? Stülpt es hier rum. Und zieht das Ganze hier vor und lässt das Ganze einrasten. Ja? Das ist gerade hier die Scharniere. So. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja? Also das sieht von außen erstmal gut aus, finde ich. Also es ist wirklich sehr stimmig gemacht. Und ich kann nochmal die Tür zumachen. So soll man es eigentlich auch machen. So. Ja. Und dann nochmal das Ganze zu. So. Natürlich Vorführeffekt. So, dann hält das eigentlich auch, ne? Schwierig. Schwierig, wirklich schwierig. Es ist ein sehr schönes Modellauto und begeistert auf jeden Fall, keine Frage. Aber das Problem mit dem Dach besteht nun mal. Wie gesagt, teilt mir eure Meinung dazu in die Kommentare mit. Also hier war ich, ja, ich sag mal etwas enttäuscht. Ne? Gebt mir einen Daumen nach oben und schaut vor allem jetzt auch im Nachhinein auch mal die anderen Pullmänner an. Und ich stelle wahrscheinlich auch noch den goldenen vor. Ja? Und den könnt ihr euch auch mal anschauen, weil der soll mit einer Persenning kommen, also einer Abdeckung für das Verdeck. Und mal gucken, wie der aussieht. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns nächstes Mal wieder zu einer neuen Vorstellung eines Modellautos. Also haut rein, bis dahin, ciao.